Okay, dann geht's weiter. Here we go, let's go. Ich weiß nicht, ob das jetzt triggert. Ich hoffe ja. Hallo Only. Hallihallo. Oh ja doch. Geht. Oder? Warte mal, doch. Geht. Das hier mal, das haben wir ja beim letzten Mal schon gemacht. Müssen wir nicht noch einmal machen. Aber ich will zu meinem Zweck haben, nicht, dass wir neue Skits kriegen. Dies wäre nichts gut. So. Was erzählt ihr uns? Gute Dame. Dieses Gebiet unterliegt der alleinigen Jurisdiktion von Haus Kaineris. Ich muss euch auffordern, sofort zu gehen. Gewiss wollt ihr nicht vorgeben, nichts an über unser berühmtes Haus zu wissen, beherrscht vom geschätzten Lord Almatrea. Falls doch, rufe ich euch an, gut zuzuhören. Ist euch je aufgefallen, dass in der Geschichte von Lenegis nur wenige Frauen den Titel des Lords erlangten, um im Kampf um die Krone anzutreten? Oh, warte mal. Nachdem hier wäre Wasser. Es gibt zahlreiche Theorien zu den Ursachen, aber Lord Almatrea räumte alle Zweifel der Neinsager durch schiere Macht aus. Verdient. Ah, dankeschön. Ich bedanke mich gleich richtig. Sie stützte nicht nur ihren Vater und vorherige Familienanführer, sondern entfernte auch ihren älteren Brüder, um den Thron selbst zu besteigen. Sie ist eine Frau, die vor nichts Halt macht, um zu erlangen, was sie möchte. Eine Frau, die ihren Feinden keine Gelegenheit zum Angriff bietet. Lord Almatrea ist wahrlich eine talentierte Frau. Niemand sonst verkörperte die Tugend unserer Meritokratie besser als sie. Bald schon wird das Zeitalter einer glorreichen Herrscherin über das ganze Lenegis anbrechen. Vielen, vielen Dank für den Resort. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Ich hoffe, dir geht's gut. Schön, dass du dabei bist. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Geradezu abscheulich. Hm? Ach, ich habe gerade nur etwas über Vollraden gelesen. Kann ich euch helfen? Ich war immer ein überzeugter Unterstützer von Lord Urquhale Hildris. Wäre er nicht so plötzlich auf der Oberfläche gestorben? Wohl noch immer. In meinen Augen ist Lord Urvagil der wahre Wasserlord. Ich glaube keine Sekunde daran, dass er bei einem Unfall starb, wie es heißt. Und was Wolrans Herrschaft über Kanat heraus angeht, ich mag gar nicht daran denken. Er versklavte nicht nur Däner, sondern auch Rener. Wir mögen in einer Gesellschaft leben, in der der Sieger alles bekommt, aber seine Handlungen verstoßen gegen Grundgebote unseres Volkes. Und außerdem, was für eine Erblinie soll dieses Haus Ignisere überhaupt sein? Bis er aufwachte, hatte ich noch nie davon gehört. Es kann nur bedeuten, dass er zum niedersten Pöbel der Gesellschaft zählt. Dass eine derart gemeine Familie plötzlich einen Astralpraktiker hervorbringt, der zum Lord aufsteigt, ist völlig unerhört. Nichts davon ergibt Sinn. Ganz zu schweigen vom Aufruhr, der hier zuletzt herrschte. Was wird nur aus unserem Volk? Hab grad Feierabend. Nice! Dann hast du dir den Feierabend reglich mehr als verdient. Freut mich, dass du dabei bist. There's something I just don't get. What is it? The crown contest itself has always gone ahead as planned, right? In which case, the current sovereign of Rena should be whoever it was that won the previous contest. Yeah, that makes sense. So, who was it then? Hanfried Milgrath, the former lord of Cislodia, if memory serves. So then this Hanfried whatchamacallem, he's the current ruler of Rena? The last I heard, yes. Though, admittedly, I haven't actually seen him since the end of the previous contest. You're saying that ever since becoming sovereign, he's never actually shown himself on Lenegis? I guess over holocom maybe, but not in the flesh. Same thing goes for the sovereign that came before him. Now that you mention it, I don't recall anyone ever visiting Lenegis from the motherland, sovereign or otherwise. And that never struck you as a little bit odd? When you live here, it's as if you're conditioned not to notice all these strange quirks and discrepancies. The question is then, by whom? And to what end?
A new Renis Alma is supposedly created to coincide with every crown contest, meaning each victor is awarded their very own. In other words, if that's true, there should be as many of the things out there as there have been contests. True, but going on what we witnessed in Pelagian, it didn't look like the sort of thing that could be made to order. But if even the victor's speeches have been part of some grand deception, then where are they? Quite frankly, I'm not even sure what to believe anymore. You and me both. Though we are Renin by blood, neither of us even knew that such a thing as a Dark Master Core existed, remember? With any luck, the Forbidden Zone might give us some answers. No use standing around here chatting about it then. Let's get a move on. Hallöchen, Popöchen, Zaccarino. Wie geht es? Wie steht es? Wie geht es? Schön, dass du dabei bist. Doe? Was? Do? Ach ja, stimmt. Varia. Varia? Isn't that the person that Avakir guy was... But why are you here? Wait. Don't tell me you've given up on the crown contest and come crawling back home from Dahna already. Nothing to say? Even though you were willing to kill Tarnigan to secure your position as Lord, you still... kill? I'm here to take care of something. If you wish to continue this conversation, I only ask that you wait until I'm finished. Oh, of course. You always did prefer to take the coward's way out. Even after 7 years and living on that Dahnan rock, you haven't changed one bit. But let me tell you, I haven't changed either. Not a day's gone by the past 7 years that I haven't hated you. If killing me will bring you peace, then so be it. Dohalim, what the hell are you saying? First, I have business to take care of. If it's vengeance you seek, I will grant you it. But you must wait. My sins are legion. Let me finish what I came to do. Then you have my word. I will let you do whatever brings you peace. Sure, that's it. Run away like always. You don't even have the courage to die. No wonder you leave it to someone else. You're just a coward! Ich glaube, da ist jemand sehr mad. Guckt euch mal die Augenlider an. What the fuck? Ich hätte einfach Dornen. Oh oh. Also der Friseur von der jungen Dame, also von dem Mädchen im schwarzen, also im roten Kleid, sollte man feuern, den Friseur. Habt ihr den Pony gesehen? Dohalim. I apologize that you had to witness that. Is it true? What she said about you killing someone? Each of us have our pasts. I am no exception. Before, back in Menancia, you mentioned having taken a friend's life over the throne. Is that what she meant? The mistakes I made there were not my first, and may not be my last. I will say no more. Did you mean what you said? About letting her take your life if she wanted to? She has more right to my life than anyone. But you can't just... Whatever happens, I have sworn to put an end to the crown contest, and to ensure continued coexistence in Menancia. I have no intention of expiring before I do so. There are far too many questions I still seek answers to. Besides, you have just as much reason to kill me as she does. Dohalim! Forgive me. Some things are best left unsaid. Neue Attacke, Wimpernschlag. Die Wimpern einfach tödlich. Hallo, Linaru. Na, alles gut? Schön, dass du dabei bist. Ach, Chat. Die letzten Stunden. Meine Einsamkeit. Ich muss heute Nacht noch zum Bahnhof fahren. Zum Bahnhof. Bahnhof wäre schön. Noch zum Flughafen fahren. Geil. Aber es doch K.O.-Attacken. Durch sie erfunden. Es gibt bestimmt eine Pokémon-Attacke, die Wimpernschlag heißt. 100%ig. Just saying. Ich prepare, sowas gibt's bestimmt.
Wie viel kalt haben wir eigentlich? Nicht wirklich viel. Ah, ich hätte eigentlich ein kleines Update. Aber soll ich das schon preparen? Ich mach's ganz kurz wegen dem Final Fantasy Projekt. Es wird kommen, aber wird erst angekündigt, wenn ich soweit bin. Hallo Arok. Hallihallo. Na, alles gut? Also es ist in fester Planung. This place is beautiful. Yeah, it must be some sort of rest and leisure area for the locals. You think? Man, these Renan sure know how to live it up, don't they? Is something the matter, Dohalim? Before I went down to Dahna, my friends and I, we used to gather at this very spot and play music together. Avakir, Faria, and Tarnagan. That was a lifetime ago now. Tarnagan. He was the one that Faria mentioned, right? He was once my dearest, closest friend. As well as Faria's betrothed. Despite Faria's lower-class upbringing, she possesses a tremendous talent for music. Entranced by her playing, I helped her overcome her sense of inferiority and introduced her to Tarnagan and Avakir. It was a time of great joy. 4 people bound only by their love of music, with no care for social standing. Only the next song, the next melody. A friendship based on mutual respect, and a society where everyone is a prisoner to their social class. You really are different, Dohalim. I suppose it's natural you would see it as strange. I would have, once. Now, I think the idea of breaking away from society's constraints and choosing your friends based solely on affection is something beautiful that's worth cherishing. Besides, it was that way of looking at the world that laid the foundations for coexistence in Menancia. Your praise does me too great an honor. I was merely following the wishes of my own heart. And even then, it only lasted until the crown contest began. After that, Tarnagan and I became fierce competitors for the position of Lord. Tarnagan had fallen for Faria. By becoming Lord, he aimed to wrest her from her humble origins and raise her to the highest echelons of society. But fate was not so benevolent. What happened? Tarnagan was no match for me in combat. On a level playing field, he wouldn't have stood a chance. But he was desperate and low on options, and he couldn't stand the thought of defeat. You mean he resorted to dirty tactics to try to win, right? But then why does Faria think... Wait, don't tell me she doesn't know. How could I tell her? Combined with the trauma of losing her beloved, and by her friend's hand, no less. She would have been devastated. So instead you let her go on hating you, so she could use that hate as a crutch for her grief? That's not the same as running away, though. It is exactly the same. Unable to face the loss of my friend and the burden of my duty. Instead, I decried my fate and looked away from what I'd done. As for what happened after, that you already know. But if you hadn't become Lord, Menancia wouldn't be what it is now. The Dahnans there would still be suffering under Renan oppression like before. Shion's right. What other lord would have treated me as you did? Anyone else and I would have been dead long ago. You've saved so many people, Dohalim. You saved me. It's thanks to you that I'm here today. So, try not to blame yourself. The burden you've placed on your own shoulders is too much for anyone to bear. Frank as always. But I shall do my best to heed your advice.
Do you think he'll be all right? Yeah, I think so. He's got Kisara. It's important to have someone like that. I didn't realize how difficult it is just to be there for someone. Sometimes just knowing someone's on your side can be enough. And he knows, Shion. I promise he does. I hope you're right. Alphen. Violet. I never Und appreciated Zack. it until recently. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder dabei seid. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Danke euch. Einen schönen guten Abend. Ich hoffe, euch geht's gut. I still wanted to say, Welcome back. I see a medic and supply officer over there. Hey, vielleicht wird es mal eine Folge, wo wir mal wieder kämpfen können. Das wäre doch ein Träumchen, oder? Ich habe mir sagen lassen, das wäre ein Träumchen. Das wäre schön. Vielen lieben Dank. Danke euch. Ich hoffe, euch geht's gut. And who made Oh. you the food police? No one. I'm just saying that's a lot of ice cream. Don't you ever, throw up or anything? Did you really just say that? Try thinking before you talk. Huh? What do you mean? All I'm saying is I'm just a little worried about you, okay? Well, don't be. I can have ice cream whenever I want. You say that, but you know what's gonna happen if you keep eating ice cream all the time. It's none of your business what I eat or how often. Arguing over the consumption of a frozen dairy product. Ah, to be young. Naive might be more accurate. Oh, ich kann wieder reden. 20% hört ihr mich reden, 80% hört ihr die Konservation im Spiel. Ja, was wollte ich erzählen? Also wie gesagt, das Final Fantasy Projekt wird kommen. Und ich werde wahrscheinlich dann die 2 Wochen, wo ich ja erzähle... Oh, guck mal, wir können, glaube ich, wieder kämpfen. Lenegis soldiers. Any way we can avoid fighting them? That all depends on them. Whatever happens, be ready. Well, so much for them not wanting to fight. Oh. Diese 2 Wochen, wo ich Final Fantasy Pause machen werde, wird wahrscheinlich doch kommen. Weil ich sage euch ganz ehrlich, wenn das mit dem Event alles hinhaut, dann kommt ihr irgendwann in den Stream und sagt, hey, wir haben keinen Bock mehr auf Final Fantasy, weil wir zu viel Final Fantasy kriegen. Hallo Fire Knight. Hallihallo. Hallo Malus. Hallihallo. Niemals. Okay. Ich schmeiß euch irgendwann mit Final Fantasy zu. Niemals. Nee, aber wir werden das so machen. Das Event kommt, aber ich kündige es erst an, wenn ich mit dem Preparen fertig bin. Das wird ein Back-to-Back oder Step-by-Step oder... Wow. Okay. Sprich, wir werden Final Fantasy 1 bis 3 hintereinander zocken. Können die nicht schneller vergehen? Ja, das stimmt. Absolut. Ich habe schon gar keinen Bock mehr auf Xenoblade, wenn ich ehrlich bin. Tja. Am Freitag habe ich ja gesagt, dass ich am Überlegen bin zu streamen. Wir werden auch streamen um 20 Uhr. Wir werden gemeinsam... Jetzt rede ich erst fertig. Am Freitag werden wir live reingucken, die Demo. Wir werden sie anspielen. Und dann entscheiden wir im Stream, ob wir die Woche drauf den Freitag einen langen Stream machen mit live. Jetzt, das wollte ich noch erzählen. Yeah, they weren't big talkers, that's for sure. They just attacked without warning. They weren't in the least bit fazed by Dohalim's presence either. Indeed. They seem to recognize us as enemies, nothing more. And yet, traditionally, Lenegis hasn't been high on threats.
A few frenzied Zoogles during experiments here and there, but not much else. Their glazed-over eyes reminded me of the soldiers and slaves we met back in Ganath Haros. The ones in blind devotion to Volron. I've never seen anything like that here on Lenegis before. Maybe someone doesn't want us here, and the soldiers are their way of letting us know. What with the Red Woman, the Sovereign, and Volron, we're starting to develop quite the growing list of adversaries. At least we'll know to keep our wits about us. Also könnt ihr euch auf ein paar lange Streams demnächst freuen. Live Alive, Xenoblade. Dann, wenn Final Fantasy ready ist. Nächste Woche durch sein. Ja, das würde gut passen. Dann können wir noch die Woche drauf Live Alive zocken. Also ich habe vor, nächste Woche Freitag dann Live Alive richtig hart rein zu grinden. Würde ich auch schätzen. Okay. Und wenn das Spiel nicht zu lange braucht, mit Dialogen. Und warum ich jetzt doch am Überlegen bin wegen Live Alive, hat zwei Gründe. Zum einen, ich streame, also ihr habt mehr Streaming-Content. Zum anderen nehme ich dann mehr auf. Weil es ist ein Unterschied, ob ich jetzt für YouTube aufnehme oder so streame und das dann einfach rausschneide. Deswegen. Ob ich vor Xenoblade fertig werde, weiß ich nicht. Wenn nicht, wird es dann erstmal pausiert, bis wir mit Xenoblade durch sind. Also, wird vielleicht aufs Wochenende dann irgendwie so gestreckt, gelegt, wie auch immer. Ich würde gerne Live Alive im Stream zocken. Also es ist halt letztendlich doch ein riesen Unterschied, ob ich streame oder aufnehme. Weil wenn ich es aufnehme, dann wird es immer wieder, ah ja, mal heute nicht, mal da nicht, mal da nicht. Aber wenn ich streame, dann habe ich halt genug Folgen, weil dann streame ich eh. Wisst ihr, wie ich meine? Mehr Content ist, glaube ich, immer gut. Für alle. Ah, ich bin super auf den Final Fantasy Run dann gespannt. Echt gespannt, wie es wird. Also ich plane ungefähr 12 Stunden für das erste Event. Dann gucken wir mal, wie es bei euch ankommt. Ich bin immer noch am Struggeln. Mache ich es zweimonatlich oder 3 monatlich? Da bin ich noch ein bisschen am Struggeln. Kurzfassung, Final Fantasy Speedrun Event. Aktuell geplant 1 bis 3 hintereinander durchspielen. Ist aktuell gerade in der Planung bei mir. Daraus so ein kleines Special Event quasi zu machen. Großangriffe, gerne. Immer raus damit. Gerne, gerne, gerne. Oh shit. Würde ja alle 3 Monate sagen, persönlich so spontan. Okay. Ich war auf Jau am Überlegen, ob ich es vielleicht erstmal auf 3 Monate mache. Autsch. It's Batman. Ach so, das meinst du? Ah ja, ich hab's gerade mit, wenn ich Dings bin. Wie heißt's?
Mann, wenn ich den blauen Schimmer da hab. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Ich habe das gerade verwechselt. Das, was du meinst, weiß ich. Das zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Boost benutze, es sich wieder auffüllt. Das weiß ich schon. Ich ignoriere es nur manchmal gekonnt. Aber hin und wieder habe ich das sogar genutzt, um die Dings zu kriegen. Ich nenne es mal Schock. Da habe ich schon aufgepasst. Faktisch auch Schock, nur noch effektiver, ja. Wie heißt denn die mystischen Artists? Das dachte ich, meintest du. Jetzt habe ich gedacht, du gibst mir einen Tipp für die zweite Form. Ich krieg das bis heute immer noch nicht hin. Hoffe ich eigentlich richtig? Ja. Muss für 2 Jahren nicht nur eine Art Kombination. Ja, aber das probiere ich manchmal und das klappt dann irgendwie nie. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Treffen müssen. Ja, das kann auch sein. Das stimmt. Oh, ich habe eine Rückkopplung, kann es sein? Oh shit. Oh, ein bisschen leiser. Ich habe immer Angst, wenn ich zu leise mache, dass vielleicht der Alert dann doch zu leise ist. Der Special Alert. Und ich dann nicht mitkriegen, der Effekt weg wäre. Ich muss ihn unbedingt mal testen, wenn ich am Zocken bin. Hallo, komm runter. Ich meine, Flammenschwert zählt nicht, weil man danach ja immer kurz pausiert. Ja, das stimmt, das kann sein, ja. Hundemarken aus Platin. Echt jetzt? Wow, habe ich gar nicht eben gesehen. Das gibt bestimmt gut kalt. Klingt nach einer leichten Verschwendung. Shit. Ah, komm. Nice. Und tschüss. Boah, ich habe ja mal gar keinen Bock nachher zum Flughafen zu fahren. Nicht, weil ich Vanessa auch holen muss, sondern allgemein, weil ich keinen Bock habe, so lange zu fahren wieder. 30%. Autsch. Übrigens immer noch BB. Echt? Okay. Ja, warum nicht? Wenn du Spaß dran hast, why not? Autsch. Oh, cool.
Jetzt will ich es mal probieren. Nee. Schade. Okay, das scheint nicht zu funktionieren. Ein Regen. Da regen die Spieler dich zu sehr auf. Echt? 1, 2, 3, 4, 5. Meint ihr, damit würde es auch gehen? Theoretisch ja, oder? Fünf verschiedenen Artes. Ah, 5 verschiedene Artes. Echt? Also muss ich nur 5 verschiedene Artes einmal gemacht haben. Und du hast also quasi, keine Ahnung. Okay, ich hab's gerade. Ja, jetzt hatte ich nur 3. Also ohne zu stoppen. Okay, das ist krass. Habe ich das mal geschafft? Das ist mir echt ein Rätsel, wie ich das damals mal geschafft habe. Ja, das ist aber theoretisch eine... Okay, weiß ich auf jeden Fall Bescheid. Das war sehr, sehr close, gerade bei Alphen. Will ich an der Stelle mal anmerken. Ja, okay, scheiße. Schade. That was a little close for comfort. An opponent like this should be easy. Okay, das ist aber kacke, wenn er dann oben ist. Scheiße. Schade. Ich glaube, ich lasse das. Ich verkacke das eh nur. Ich konzentriere mich zu sehr drauf. Selber nicht sicher, okay. Hui. Oder was? Robozocker? Robozocker? Trotzdem die Luft wirst. Ja, das stimmt. Ach, Kombozocker. Habe ich Kombozocker Hallo gesagt, Bennett? Hallo, Kombozocker! Hallo! Ich hoffe, dir geht's gut. Falls ich vergessen habe. Tut mir leid. Ich habe dich nicht ignoriert. Oh Gott, meine Nase. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt wird mir wieder warm. Chat, ihr seid so warm heute. Ey, ich hab mal dezent keinen Bock auf nächste Woche auf diese scheiß Hitze. Ihr wisst, ich und Hitze ist nix gut. Nix gut. Keine gute Kombo. Erstmal rüber zum Abendbrot. Oh, lecker. Oh, jetzt so ein Spiegelei wäre schon geil.
Warte mal, wir haben den 7., 8., 9. Wenn ich mal sage, wir würden Ende September das Event machen. Ich und Hitze, gleich Dori mit Hitze. Okay. Ja, September wäre eine gute Zeit für das Event, wenn wir es wirklich 3-monatig machen. This must be it. The entrance to the Forbidden Zone. But it's just a wall. How do we get through? Whoa, we? I thought this was sovereigns only. Alphen. Könnte man ja schon fast sagen, dass man Final Fantasy 4 damit dazu nimmt. Yes! It opened! Interesting. If Alphen's presence still opens the way, it would seem the sovereign of 3 centuries ago and now are considered one and the same. What? What the? Uh-oh. Alphen. You again. Tomorrow's the spirit channeling ceremony. We'll finally play our parts as the Sovereign and Maiden. How have you been feeling? What am I sovereign of? Shuffled from lab to lab, always treated like an experiment. Whenever they look at me, all they see is a Dahnan. I don't even know what their precious ceremony's for. Let alone what they're going to force me to do as the Sovereign. Tell me, if we're both in the same boat, why do you seem so calm right now? No choice. Becoming the Maiden's not something I wanted for myself. But they said Rena's prosperity depended on it. How could I say no after that? Still, as a Renan, at least you got to decide. Good for you. Meanwhile, I was taken from my homeland. You aren't the captive one here. It isn't right what they did to you, and I'm sorry for what it's worth. When this is over, I swear I'll help you get home. I can't do this alone. One more day. How could I say no to that? It's not like I have any choice in the matter anyway. So, what's your name? It's Naori. Naori Imaris. Try to remember this time. You don't act like them. Like the other Renans, I mean. How come you treat me like a person? Because you are. It's true we come from different worlds. But neither one of us asked to be here right now. In that sense, you and I are much the same. We couldn't do this. We wouldn't be able to talk to each other as people if we didn't see the humanity in each other. So I suppose the question you should be asking is, why wouldn't I treat you like one? You're not like the others. Maybe they're not like me. Here's what we'll do. We give them their damn ceremony. You get me to Dahna. That'll be the end of it. I'm taking you at your word on this. I'm trusting you, not them. Naori. What the hell just happened? That vision. Did everyone else see it too? That person Alphen was speaking to, she looked exactly like Shion. It was Naori. Naori Imaris. Isn't that right? Yeah, that's right. She really does look like Shion. I'm beginning to see why Alphen was so confused. That's all very well and fine, but what did we just witness exactly? It was too real to be a mere hallucination.
It was a conversation we had 300 years ago. The night before the ceremony. You mean all of that really happened? We just saw an episode straight out of your past? But how is that even possible? Unless... Could this be the Red Woman's handiwork too? No, I don't think so. Why not? You guys didn't feel it? The moment the entrance opened, it was like a stream of Dahnan astral energy rushing over us. I felt it too. And not for the first time either. It was the same sensation as back inside the wedge. That would make sense. After all, vast amounts of Dahna's astral energy were being siphoned and sent up here to Lenegus. For all we know, perhaps we're close to the spot where all that energy was stored. So you think it might have been the energy itself that was responsible for that vision we just saw? But how? And why? We have no way of knowing. Maybe it's not even as deliberate as all that. Shion, you okay? Yeah, it was all just a little sudden, that's all. So that was my ancestor, huh? It was like looking into a mirror. Yeah, there certainly is a resemblance. What about you? How are you holding up? Me? Even putting aside the question of where that vision came from, it's likely we'll see more of those. Reliving painful episodes from your past. Do you think you can handle it? I can't just pretend like the past never happened. Besides, if it helps us uncover the truth of what that ceremony really was, it might also lead to answers about your thorns. Alphen. That's not all. This whole time, we've been fighting to free Dahna from the Renans. But now that we're here, it seems those same Renans might have it just as bad. I'd like to liberate them too if I can. Which is just another reason I can't afford to shield my eyes from the truth. Whether you're on Dahna or somewhere else, you always stay the same. Your indignation and righteous passion, your desire to free and protect, they're all hardwired into you. Not that I'm complaining. Come on, let's bust this thing wide open. Nobody's here. Stay sharp. After that last illusion, there's Oh no nein, da telling kommt ein what could Kampf. happen in here. Ich glaube, ich mache vorher eine Pipi-Pause, weil ich musste mal ganz dringend aufs Klo. Ich muss auch meine Flasche nachfüllen. Wir machen eine kurze Pipi-Pause. Ich bin gleich wieder da.